Juni 1997 veränderte sich das Leben von Billy Bob Harrell Jr., einem ganz gewöhnlichen Mann aus Texas, schlagartig. Billy gewann den Texas Lotto-Jackpot von über 31 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die finanzielle Sorgen ein für alle Mal lösen sollte. Zum Zeitpunkt des Gewinns arbeitete Billy als Regalauffüller bzw. Wareneinräumer in der Elektroabteilung eines Home Depot Markts in Houston, Texas. Zuvor hatte er unter anderem auch als Assistenzpastor gearbeitet und mit seiner Frau war der 48-Jährige seit knapp 25 Jahren verheiratet. Wie viele Träumende rechnete Billy mit einer Zukunft voller Leichtigkeit. Die Ereignisse der folgenden 2 Jahre zeigen jedoch, plötzlicher Reichtum kann unerwartete Lasten bringen. Billy Harrells Geschichte ist eine Warnung, dass ein Gewinn auch ein Leben auseinanderreißen kann. Nach der Gewinnmitteilung herrschte erstmals Euphorie. Billy kündigte seinen Job bei Home Depot, erfüllte lange Wünsche. Eine Familienreise nach Hawaii, ein neues Haus, neue Autos. Er zeigte sich großzügig, spendete an seine Kirche und unterstützte wohltätige Zwecke, in der Absicht, sein Glück zu teilen. Doch Großzügigkeit hat auch Nebenwirkungen. Mit der Bekanntheit seines Gewinns nahm die Zahl der Hilfsgesuche stark zu. Freunde, entfernte Verwandte und Fremde baten um Unterstützung. Billy, der ein sehr gutmütiger Mensch war, fiel es schwer, Nein zu sagen. Der permanente Druck belastete seine seelische und emotionale Gesundheit. Die Hilfegesuche waren nur ein Teil des Problems. Fehlende Struktur, ungünstige Entscheidungen und unzureichende Beratung verstärkten den Stress. Der plötzliche Reichtum griff in das Privatleben ein und führte zu Streit und Missverständnissen. Billys zuvor stabile Ehe geriet ins Wanken. Es gab immer mehr Uneinigkeit über Geldmanagement, anhaltende Bitten aus dem Umfeld und wachsende Spannungen. Schließlich trennten sich Billy und seine Frau. Zur finanziellen Last kam das Gefühl der Isolation. Trotz des Vermögens nahmen Verzweiflung und Überforderung zu. Billy schilderte einem Finanzberater seine Unzufriedenheit. Billy sagte ihm, dass es das Schlimmste war, was ihm passieren konnte, im Lotto zu gewinnen und dass er sich nur zu gerne sein altes Leben zurückwünscht. Am 22. Mai 1999, nicht mal 2 Jahre später, nahm sich Billy das Leben. Das tragische Ende markiert die Spitze aus anhaltendem Druck und Depression. Billy Harrells Fall macht deutlich, welche Fallstrecke plötzlicher Reichtum bringt. Finanzielle Stabilität ist zwar wichtig, ersetzt aber nicht emotionale, zwischenmenschliche und psychologische Balance. Die Verwaltung großer Summen kann alte Probleme verstärken und neue erzeugen, besonders ohne Planung und Schutz der Privatsphäre. Schon kurz nach Billys Gewinn klingelte das Telefon bei den Harrells pausenlos. Fremde baten um Spenden, boten dubiose Investments an und manche wurden unverschämt und bedrohlich, wenn man sie abwimmelte. Insgesamt musste Billy seine Nummer ungefähr 7 Mal ändern. Sie war eigentlich geheim, aber irgendwer fand sie jedes Mal heraus. Obwohl Billys Telefonnummer als unlisted geschaltet wurde, wurde sie über Bekannte, Geheimkontakte oder Medienberichten wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Das Ergebnis waren Berge von Briefen, nächtliche Anrufe und sogar Leute, die vor dem Haus um Geld baten. Nach dem ungefähr 7. Wechsel der Telefonnummer gab Billy auf und ließ das Gerät oft schlicht ausgesteckt. Die Serie an Nummernwechseln ist damit ein Symptom für den massiven Verlust an Privatsphäre, die Billy nach dem Jackpot erlebte. Aber es zeigt auch die Skrupellosigkeit, mit der Billy, der wie gesagt als sehr gutmütiger Mensch bekannt war, ausgenutzt wurde. Menschen, die sich nie um Billy geschert haben, heuchelten ihm plötzlich etwas vor, mit der Hoffnung auf ein unverdientes Stück vom Kuchen. Mitte April 1999, 5 Wochen vor seinem Tod, schloss Billy einen Deal über mehrere Millionen Dollar ab. Dieser Deal wurde als rechtlich zwar trickreich, wirtschaftlich jedoch katastrophal für Billy beschrieben. Zuvor versuchte Billys Familie ihn davor abzuhalten, den Deal zu unterzeichnen. Jedoch gab er nach und unterzeichnete den 2,25 Millionen Deal mit der Firma Stone Street Capital. Mit Billys Geld machte die Firma am Ende 3-fachen Gewinn. Als die Polizei am 22. Mai 1999 anrückte, lag Billy Bob Harrell nicht nur tot in seinem Schlafzimmer, auch sein komplettes Vermögen war praktisch komplett verschwunden. Die Firma Stone Street Capital war ein Factory-Haifisch. Sie zahlen heute Geld und sichern sich dafür die Zukunftsraten mit ordentlichem Aufschlag. In Billys Fall bastelten sie wegen des texanischen Lotterierechts ein Schlupfloch-Trust. Für die 2,25 Millionen Dollar wandern 6 Millionen wieder an Stone Street zurück. Ein Geschäft, bei dem am Ende nur einer wirklich gewann. Und das war nicht der Lottokönig Billy Bob Harrell.
der am Ende, hochverschuldet, schließlich keinen weiteren Ausweg mehr sah.